Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute gibt es ein ganz besonderes Video, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe und ich denke mal, euch wird es auch sehr gefallen. Ja, und zwar ist dies zusammen mit Derafin im Account vom Derafin und ja, ich begrüße dich, herzlich willkommen hier als Gast bei mir. Hallöchen. Moin, freut mich hier sein zu dürfen. Ja, ihr kennt ja bestimmt schon die Projekte, die wir öfter mal hier auf dem Kanal gebracht haben, im Account von ... Und da sind diverse High-End-Level-Spieler drin aufgetaucht, unter anderem der Ignil, der Viper, der Scythe, der ja die höchsten Stat-Punkte in Gun Shakes and Fidget hat und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall ein ziemlich cooles Format, feiert ihr sehr. Und jetzt hatte ich mir mal den Derafin gekrallt, ja, weil ich gesehen habe, dass er einfach mal wieder aktiv auf YouTube ist. Und ja, wir haben es ja heute, Sonntag um 15 Uhr jetzt, wo das Video gerade erscheint. Und um 18 Uhr haben wir auch noch ein Video zusammen mit Derafin aufgenommen auf dem Kanal von Derafin. Ja, das Ganze verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, um 18 Uhr könnt ihr auch noch zu Derafin rüber auf seinen YouTube-Kanal gehen und euch dort das Video mit uns beiden anschauen, wenn ihr da Interesse habt auf jeden Fall. Aber heute geht es erstmal um Derafin. Wie geht es dir erstmal zum Start? Ja, danke. Gut soweit. Und selber? Ja, vielen lieben Dank. Mir geht's auch ausgezeichnet. Ich bin froh, dass es heute geklappt hat, ja. Wir hatten ja ein paar kleinere Startschwierigkeiten, ja, aber alles gut jetzt. Perfekt. Ja, und zwar bin ich halt auf Derafin wieder aufmerksam geworden, da er auf YouTube wieder aktiv geworden ist und dort ein sehr, sehr cooles Projekt hier mit seinem Account hat, ja, und da kannst du ja gerne nochmal über deine kleine Aufholjagd hier auf S3 ein bisschen erzählen. Ja, genau. Ich hatte über einen Zeitraum von locker 2,5 Jahren meinen Account halt nur noch so aufs Nötigste gespielt. Im Endeffekt die Alu geklickt und so weiter. Equipment war komplett veraltet, hatte zum Teil noch Items an, die irgendwie wirklich auch diese 2,5 Jahre alt waren. Und bin halt entsprechend in der internationalen Hall of Fame halt ganz gut abgefallen dadurch, wo ich ja tatsächlich mal auf der 1 stand. Und war dann gerade noch so in den Top 50, war auf irgendwie, als ich es dann tatsächlich gestartet habe, auf Rang 49, glaube ich. Aber hatte halt zum Teil auch einfach auf meinem Server mittlerweile dann so Probleme, mich überhaupt noch oben zu halten. Und dachte mir, naja, komm, so kann es ja jetzt dann auch nicht laufen. Ich hatte halt ja das Versprechen gegeben, ist zu sagen, ja, hier, die Dungeons bringe ich auf YouTube, deswegen hatte ich mir die halt wirklich auch aufgesperrt und tatsächlich nicht gespielt. Und dann habe ich einen Rappel bekommen und habe mir, oh nein, tatsächlich war es so, dass mir ein Zuschauer von mir auf Twitch gesagt hat, so, entweder du bringst jetzt nächsten Sonntag endlich das SF-Game-Video, was du seit Wochen und Monaten ankündigst, dass du es machst, oder du musst einen 24-Stunden-Stream machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, 24-Stunden-Stream schaffe ich nicht, ich bin ein alter Mann, da gehe ich kaputt, auf keinen Fall. Und dann musste ich das SF-Game-Video machen und dann, ja, kam der Stein ins Rollen und dann konnte ich ja nicht quasi sagen, oh ja, jetzt habe ich das eine Video gemacht, jetzt höre ich wieder auf. Nö, das habe ich dann durchgezogen tatsächlich. Dann wurden ja Woche für Woche die Dungeons gecleart, dann kam der Legendary Dungeon, dann wurde sich einmal ordentlich ausgerüstet. Und ja, seitdem schaue ich, dass ich alles wieder ein bisschen ordentlicher spiele sozusagen. Ja. Und die Früchte sieht man tatsächlich von Rang 49, immerhin schon wieder aktuell, glaube ich, auf Rang 33, hatte ich gerade so gesehen, hochgearbeitet. Bei Früchte bin ich sofort auf die Pets geswitcht hier. Ja, also man muss sagen, also dafür, dass du halt, ich meine, du warst ja nie wirklich inaktiv, du hast immer deine Alu gespielt, oder? Korrekt, ja. Ja, und das reicht aber heutzutage leider nicht mehr ganz aus so, ne? Da muss man halt schon ein bisschen mehr in die Portokasse greifen, damit man hier noch konkurrieren kann auf dem Server. Und wie du es ja gesagt hattest, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, als du auf Platz 1 warst hier in der Ehrenhalle, ne? Und ich glaube, dann fing das so an mit der Zeit, dann kam, glaube ich, Arena Manager und so eine tollen Sachen dazu. Aha. Und dann sind viele Leute, die man von damals kannte, zum Beispiel auch der Viper und so, und unter anderem auch du, die immer so hier oben vertreten waren, die sind dann mit der Zeit weiter abgerutscht und ja, dann sind halt die Hardpayer auf die ersten Plätze hier in der internationalen Ehrenhalle so ein bisschen gewandert.
Ja, was hat dich dazu veranlasst? Also gut, eigentlich jetzt nur der Zuschauer mehr oder weniger, der dich dazu gezwungen hat, ansonsten müsstest du einen 24-Stunden-Stream machen, ja? Oder hat dich der Reiz einfach wieder gepackt, ein bisschen aktiver hier in Shakes and Fidget zu werden? Also ich sag mal so, es kam häufiger dann halt mal die Anfragen so, hey, mach doch mal wieder was, hey, wie sieht's denn aus? Und ich dann immer gesagt so, ja, ich spare mir ja die Dungeons auf, Leute, es kommen wieder Videos, es ist bestimmt bald, soon TM, ja. Also ich musste sagen, ich habe mir das auch sehr gerne angeschaut. Du hast ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Dungeons du dir aufgehoben hattest. Wie viele Level hattest du gemacht? Hast du das auf dem Schirm? Ich glaube, du hattest mit kurz über 600 oder so angefangen, ne? Ich glaube tatsächlich sogar 597. Oh, stimmt, richtig. du hattest die 600 damit geknackt irgendwie, so war das, ne? Genau, das war so noch so ein Arschtritt. Stimmt, jetzt wo ich dran denke, jetzt fällt es mir wieder ein. Es war tatsächlich der Fall, dass es so gewesen wäre, dass ich, weil ich die Dungeons nicht gespielt habe, du hast ja schon Hades-Down, sehe ich gerade, sorry. Ich lass mal den Kampf im Hintergrund laufen so ein bisschen, ne? Alles gut, letzten Freitag geklappt, live im SF Game Official Stream tatsächlich. Glückwunsch, Alter. Das ist schon heftig, das ist schon heftig. Es wäre nämlich tatsächlich so gewesen, dass ich nicht der erste 600er auf S3 geworden wäre durch die aufgesperrten Dungeons und die halt echt viele waren. Und da dachte ich mir dann auch so, nee, das lässt dir jetzt nicht nehmen. Also, das muss klappen jetzt hier, dass du 600 wirst als Erster auf S3, das hätte dann schon ein bisschen, ich bin nicht so irgendwie so ein eingebildeter Fatzke oder was auch immer, aber das hätte dann schon ein bisschen an meinem Ego gekratzt. Ja, nee, das hat ja nichts damit zu tun, aber wenn man schon, weiß ich nicht, seit wann spielst du? Bestimmt auch schon 10 Jahre oder so bestimmt schon, ne, mit dem Level? Serverstart S3 oder? Ist dieser Account erstellt worden. Ja, dann ist das bestimmt schon 11 Jahre oder 11,5 oder so Jahre bestimmt her. Das ist ja kann man sich nicht sogar die Account-Erstellungs-ID angucken? Ja, das kannst du dir vom Support schicken lassen. Da musst du mal nachfragen und dann kannst du den genauen Tag deiner Registrierung da nachfragen. Ich meine, da gibt es mittlerweile doch sogar ein Chat-Kommando oder so. Nee, da gibt es nur Pit einmal im Chat und da kannst du gucken, wie vielte du auf deinem Server warst. Den du hier du warst Spieler 638, also ganz frisch beim Serverstart dabei gewesen. Ja, genau. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, vor allen Dingen halt auch in diesem Levelbereich so viele Level sich zu boosten, das ist halt extrem, extrem schwierig, also hier in dem Level hoch oder schnell voranzuschreiten und jetzt hast du einfach mal gefühlt knapp 20 Level gemacht, von kurz vor 600 jetzt auf 618, das ist schon ziemlich, ziemlich hart. Und da, wie gesagt, könnt ihr auch gerne bei Derafin vorbeischauen. Die Videos sind noch alle online für die Aufholjagd. Und jetzt heißt es für dich, nachdem du alle Dungeons soweit gecleart hast, jetzt ist für dich so ein bisschen das nächste Ziel, weil dich jetzt so wahrscheinlich die Lust gepackt hat, in der internationalen Ehrenhalle ein bisschen voranzuschreiten, oder? Ja, das war ja dann letzten Endes auch ein Stückchen weit das Ziel. Viel Einfluss habe ich darauf jetzt nicht mehr, muss ich auch sagen. Also ich kann jetzt nur halt versuchen, alles wieder so möglichst effizient zu spielen, halt regelmäßig Goldgrube abholen, alles immer schön verskillen und so weiter und so weiter. Ich kann noch 2 Gems optimieren, da habe ich gerade nur mittlere Legendäre drin, ansonsten gut, man kann dann natürlich sagen, da lässt sich noch viel mehr optimieren, weil wenn du gesehen hast, da in dem Schmuckstück, da ist halt ein 2030er einfach mal schon drin. Ja. Und ich habe zum Teil halt irgendwie welche, hier sind noch im 1824er Bereich. Also da geht schon stat-technisch definitiv noch einiges. Aber viel rausholen kann ich jetzt an dem Punkt nicht mehr, wo ich jetzt einmal alles ordentlich durchgekloppt habe und mich einmal im legendären Dungeon komplett ausgestattet habe. Genau. Du hattest ja auch angefangen tatsächlich mit Epics und sowas noch in dein Inventar angelegt. Oh, da habe ich mir auch gedacht. Das ist aber so irgendwie so ein Ding auf den alten Servern, das machen irgendwie viele. Die ruhen sich dann so auf ihre Skillpunkte aus oder dass sie halt schon irgendwie im zweistelligen Jahresbereich schon seitdem her ihre Alu klicken. Und das ist ja, man muss ja auch dazu sagen, das Wichtigste eigentlich, weil alles andere, was du ja hier angelegt hast, Steine plus Equipment, das ist ja alles temporär. Und
Und das, was du ja hier an Basisstats hast, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und das kann dir früher oder später keiner nehmen. Deswegen bist du ja auch nach wie vor immer noch ziemlich stark hier unterwegs, auch wenn du wirklich mit Epic-Equipment rumgerannt bist, noch vor einem Monat oder so, weiß ich nicht ganz genau, so circa. Und, Ja, 2 oder so. ja, und das ist schon ein enormer Boost. Hast du mal geguckt, wie viele Stats du seitdem gut gemacht hast? Hast du das mal so verglichen? Boah, da achte ich. Hast nicht drauf geachtet? Ich habe jetzt keine. Doch, also man könnte jetzt natürlich ein altes Video nehmen, aber ich habe jetzt keine da nicht gucken. Ich müsste resetten seit lange, aber Arena-Match halt, ne? Das kann ich mal für dich machen hier. Ja, aber du bist ja eh schon am Maximum hier, ne? Runen sind ja alle gemaxt. Deswegen, deswegen vernachlässige ich dieses tolle Feature gerade ein wenig, möglicherweise. Also ich mache das auf meinem Main-Server, mache ich das auch schon lange nicht mehr. Also solange ich da meine Max-Runen habe, ist da alles in Ordnung. Ja, okay, hier sehe ich ja noch ein bisschen Potenzial tatsächlich. Also wie siehst du dich da in den letzten 2, du hast ja wirklich nur noch die letzten 2 offen so, ne? Ja. Aber ich glaube, die werden extrem schwierig, weil Shakes Fidget war das, ist ja auch ein Magier, so gegen Kundschafter ist ja richtig übel und ich glaube, der Zeus war auch, ne? Ja, den Zeus hat halt, Zeus hat halt auch noch niemand down, ich glaube, Fidget schon. Ich glaube, der ist schon gelegt worden von Strider oder so. Da habe ich auf jeden Fall mal ein Bildchen gesehen. Ich hoffe, dich triggert das nicht, dass die Zahlen hier ungenau sind. Wenn nicht, kannst du das nachher noch... Das darf ich dann nachher alles reparieren. Also mich hat das am Anfang auch sehr gestört, muss ich sagen. Aber mittlerweile stehe ich da einfach drüber. Ja, Hauptsache, das ist hier über 10.000 und dann läuft das erstmal das Ding hier. Ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja. Gegner. Genau, also... ist ja erstmal schon krass, dass du überhaupt den Hades down hast hier im Olymp. Das ist schon ziemlich nice. Kann ich mal einen Try mal so machen hier so gegen? Ja, klar. Okay. Ja, Olymp sieht ganz schlecht aus. Also das F-Tools sagt auch, beide Kämpfe nicht möglich aktuell. Zeus ist richtig schlimm. Also da ist so das Beste, keine Ahnung, um die 75% oder so. Fidget kriege ich auf 40%, wenn es ein ganz guter Kampf ist aktuell, aber ja, wie du schon sagtest, dadurch, dass es halt Magier sind und ich Kundi bin, ist da halt nichts zu machen, dann das ist halt wie es ist, ne? Ja, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen rauszögern, denke ich mal. Ja, aber die Stat-Punkte sind halt auch einfach, die sind halt einfach unmenschlich so. Und sehr bösartig. Ja, und gerade du als Kundschafter ist das, kann man schon so sagen, eigentlich der direkte Konter. Kann ich auch mal einen Pilz reintryen? Ja, mach ruhig. Kein Ding. Okay, ja. Ich hatte nämlich noch nie die Stat-Punkte hier von den Gegnern tatsächlich gesehen. Deswegen sehr interessant. Hast du jetzt noch vor, deine Begleiter auch noch so legendär auszurüsten? Wie sieht's aus mit dem nächsten legendären Dungeon? Bist du da auch am Start? Oder wie sind da so deine Zukunftspläne? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe da durchaus jetzt wieder Spaß oder mehr Spaß dran, so ein bisschen Blut geleckt, sage ich mal. Ich werde den nächsten legendären Dungeon auch auf jeden Fall wieder spielen und dann natürlich nicht, um mich selbst zu equippen, sondern halt einfach bei dem Begleiter noch ein bisschen zu optimieren, weil ich habe ja natürlich auch das ganz tolle Video von dir gesehen zum Thema, wann lohnt es sich, Ausrüstung auszutauschen, in Bezug auf natürlich auch die Itemverbesserung beim Schmieden. Und deswegen, es war einer der Gründe, warum ich mich einmal komplett neu ausgestattet habe, letzten Endes. Da habe ich mit meinem Equipment jetzt erstmal, sage ich mal, für die nächsten 1-2 Jahre definitiv erstmal wieder Ruhe, ne? Theoretisch, wenn man es jetzt effizient gestalten möchte. Und deswegen geht jetzt alles, was dann in den kommenden Legendary Dungeons erspielt wird, natürlich im Optimalfall an die Begleiter. Die Kunigunde ist halt jetzt natürlich, weil sie auch Kundi ist, schon am ehesten noch auch mit Legendaries ausgestattet, aber das wird dann so nach und nach passieren, ja. Was das dann letzten Endes für eine Auswirkung auf die Dungeon-Gegner haben wird, das ist dann zu sehen, da können wir in einem Jahr drüber reden oder so wahrscheinlich. Ja, ich denke mal auch. Ja, es wird wahrscheinlich einen marginalen Unterschied machen, denke ich mal. Ich hatte mir die Frage auch schon gestellt auf meinem Main-Account, ob ich meine Begleiter tatsächlich auch equippen soll und mir auch die Frage gestellt, die legendären Steine, ob das überhaupt worth ist, die auf die Begleiter zu packen. Weil ja, am Ende des Tages sind es halt ein paar Skillpunkte so, ne, die du dann einbüßt dafür, sag ich mal, ne?
aber ich habe mich dann doch dafür entschlossen, nach und nach, weil meine haben auch noch alle so schwarze Steine, die so ein bisschen auszutauschen und ja, das machst du halt einmalig und dann, wie gesagt, ist ja erstmal für längere Zeit Flautephase beim Neu-Equippen und so. Und ja, deswegen mache ich das auf meinem Main auch einfach. Auch wenn die Chancen wahrscheinlich nicht gerade sehr hoch sind. Ne? Kann ja auch mal immer noch mal sein, dass ein neuer Dungeon rauskommt und dann ist man schon mal gut gewappnet mit seinen Begleitern. Ne? Das Auf ist ja, jeden Fall, ja. ist ja auch immer eine gute Sache. Und ja, wir können aber mal hier ins Album gucken. Das ist jetzt dein erster Dungeon, den du mitgenommen hast, wahrscheinlich, ne? Ja, man sieht es dann bei den anderen ganz gut. Guck mal da, ein ja. Bildchen. Ein Bildchen hat er mitgenommen hier. Wahrscheinlich Also die anderen waren immer nur Free Tries, ja. War das alles Free Tries einfach nur gewesen. Da war ich lucky, da habe ich 2 geschafft. Ja, Da war ich auch lucky, habe ich 2 geschafft und ja. Hier hast du, nee, der Gürtel fehlt ja noch hier. Ja. Wie viel Runs hast du gemacht? Boah, ich weiß gar nicht, waren es um die 25 oder so. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch mal hier im Account so drin zu sein. Zeitmaschine, lässt du immer volllaufen oder holst du dir? Nö, hole ich ab, wenn ich Bock habe, also keine Ahnung. Okay, ja. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Gut. Ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass ein neuer Dungeon kommen wird oder 2, bevor ich jetzt halt in den aktuell noch offenen Etagen irgendwas reißen kann. Ja, mir fällt gerade auf, ich wollte gerade die Unterweltangriffe machen. Du bist ja selbst der Levelhöchste, ne? Ja. Wen musst du jetzt immer angreifen? Du kannst dich ja nicht dich selbst angreifen. Den zweithöchsten. Wenn ich richtig informiert bin, ist, solange man den zweithöchsten auf dem Server leveltechnisch angreift, der gleiche, wie heißt das Zeug, Seelenbetrag drinne, wie wenn man sich selber angreifen würde. Aber hier steht ist ja jetzt auch. Ja, guck mal hier, tatsächlich, ja, 620 steht hier ja drin und du bist ja 619 und leveltechnisch kann dir ja keiner hier das Wasser reichen. Also zählt hier tatsächlich der Betrag. Ja, schau mal. Aber wenn ich hier auf Held anlocken gehe, dann bist du selbst hier an der Reihe. Ja. Und ich kann Ja, aber was soll ich in der Unterwelt noch machen? Also ich mache meine Angriffe, ich level halt irgendwie den Wächter, weil Gewohnheit und ja. Goldgrube ist halt so ein bisschen das Einzige, ne? Ansonsten Wächter, boah, ja, da bist du ja, Alter, also so krass habe ich mich nicht ins Zeug gelegt bei meinen Wächter. Ich meine, gut, wir haben bei uns auf dem Server, glaube ich, der Level höchste 605 oder so, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe den, glaube ich, nur 1300 Mal verbessert oder so. Das reicht auch easy. Ja. Ja, klar, es geht dabei nicht mehr darum, irgendjemand noch schlagen zu können, sondern einfach diese lästigen Seelen loszuwerden. Ach so, du willst sie loswerden, die Seelen, warum das denn? Was hat das denn für einen Grund? Ah, guck mal, hier wird es angezeigt, 620, ja. Ja gut, ja, nee, ich meine, was soll ich sonst damit machen? Aufbewahren so, bis die volllaufen, weil am Ende des Tages, und das ist auch der Grund gewesen, warum ich damit aufgehört habe, sind das hier wichtige Skillpunkte, die dir nachher hops gehen dann, ne? Ja, ich weiß. Auch wenn es nicht viel ist so, aber es läppert sich halt, ne? Oder willst du halt immer den Seelenextraktor am Laufen haben? Mich triggert das, wenn er voll ist, ja. Sorry. Ja gut, aber eines Tages wird es mal früher oder später soweit sein, ne? Oh, ja. Die Alu haben wir ja noch gar nicht. Das ist ja auch sehr interessant. Ding. Oh, und was auch noch sehr interessant ist, da gucke ich jetzt auch gleich mal drauf. Ja, guck dir das an. Uff. Ja, das ist natürlich schon eine Ansage hier. Ne? Also, du bist halt in dem Levelbereich schon, wo der Greif halt mit 25 Pilze wieder einen Skillpunkt bringt. Ja. Das ist schon heftig. So, und da kann man auch überlegen, ob man da schon reinpayen will. Nee, werde ich nicht. Weil guck dir das an, der Ehrenderer, wie lang mein Reittier geht. Ja, 4 Tage. Ja. Ich bin halt keiner von den ewig Reittier-Leasern. Keine Ahnung. Werde ich auch, glaube ich, nie sein. Jetzt interessiert mich aber noch, wie viel bei dir schon ein Pot-Wert ist. Ne? Du sammelst die ja bestimmt auch, bis die ans Maximum rankommen, ne? Ja, tatsächlich, ja. Darf ich mir mal so 10 so eine Erdbeeren hier krallen, um mal zu gucken, wie viel. Gönnen Sie dir. Dankeschön. Werden wir mal kurz eine Erdbeersuppe kochen hier. Mal schauen. Ich glaube, irgendwas gehört zu haben, ab 632 oder so sind die Pots nachher 10 Millionen wert. Mir wurde es schon diverse Male gesagt, ich habe es immer wieder vergessen. Ja, ich glaube, es war so. Und ich glaube, der Greif war irgendwie 612 oder so. Ja, also mit der Umweltprämie hier. Ja. Ja, das ist sehr interessant. Ja, dann gehen wir noch mal ganz kurz auf die Quest-Auswahl hier ein. Ja, wir haben ja schon ziemlich hier lang rumgelabert, aber ist ja auch ein Special-Video auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Goldspieler, Erfahrungsspieler oder beste Quest-Spieler?
Ich sag mal so, die am wenigsten schlechte Quest nenne ich es immer. Ja, und das ist meistens immer die kürzeste, ne? Kürzeste, ja. Ja, okay, also dann sind wir da relativ gleich. Wie sieht's Sanduhren? Okay, hast du gut vorgesorgt, das ist gut. Jojo. Ja, wie sehen die Quests von einem Spieler aus? Ja, das ist so der Alltag hier, ne? So Das macht Spaß. Ja, diese 2 Minuten 30. Ich hatte ja auch ein Video gedreht mit Ignil so, der ist ja 622. Okay, den hast du schon fast eingeholt, noch nicht überholt, aber Ignil ist auch ein sehr krasser Erfahrungsspieler. So. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile so mehr oder weniger in die Hybrid-Richtung geht oder auch die schlechteste Quest vermeidet so. Aber das ist krass, dass du an den schon so krass rangekommen bist hier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er schon das Maximum an Potenzial ausgeschöpft hat, weil ich wusste, er hat auf jeden Fall noch Etagen offen sogar. Der hat noch Dungeons, ja. Der hat noch Dungeons. Ja. Also der wird noch weiter hinwegziehen. Er hat ja auch das Ziel Dr. Darm. Der spielt, glaube ich, auf Server 4.de. Der ist ja momentan der höchste, aber er wird nicht hier in der Ehrenhalle angezeigt, weil er natürlich auf XP spielt und nicht auf Gold. Das ist ja immer noch so ein bisschen sein Ziel, den noch einzuholen. Und ja, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch nachschauen. Stimmt, ich wollte in die Gilde gucken. Ihr seid ja, 49 Mitspieler. Ich denke mal, auf eurem Server hier auch Inaktivität wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, ist halt ein alter Server, viel geht halt nicht mehr, ne? 11-köpfige Hydra ist bei uns genauso. Auf neueren Servern wie die W27, wo ich meinen Battle Mage zu spielen habe, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, ich glaube, keine Ahnung, der müsste so 3, 4, 5 Jahre höchstens sein, da sind wir ja schon bei der 12-köpfigen Hydra. Ja, also da wurde der schon überholt, auch mein Server und auch dein Server hier so, ne? Das ist schon ziemlich krass. Ja, Ritterhalle ist bei mir genauso, das kriegen wir auch nicht gemaxt und das Durchschnittslevel wurde tatsächlich von W27 auch schon überholt hier. Aber cool, dass ihr auf jeden Fall an den Offizieren nicht spart hier. Hat das einen Grund? Keine Ahnung, ich habe es nicht hinterfragt. Ich bin ja auch nicht so lange in der Gilde, also jetzt auch schon wieder ein paar Jahre, aber das ist ja tatsächlich trotz all der Zeit erst die zweite Gilde, in der ich auf dem Server bin. Ich habe dann einmal meine Gilde gewechselt, in Tasche 3. Jo. Was nehmen wir da? Ist egal? Den Helm einfach. Okay. Und das war schon immer so in der Gilde, das wird wahrscheinlich dann immer so sein, zerlegen. Jo. Und ja, keine Ahnung. Ja, okay. Ja, nee, habe ich nie hinterfragt. Ja, aber so Chat-Aktivität und so ist noch relativ gut. Ja, es geht, ja, gut. Ja, also es sieht auf allen Servern relativ gleich aus. Wie stehst du so zum Thema Server-Mage? Das finde ich auch noch interessant, so für dich als alter Hase und Hochkaräter, sag ich mal, von Shakes & Fidget her so. Wie ist da deine Meinung zu? Nein, danke. Kein Fan von? Nicht so, nee. Also irgendwie, ich habe da ein zwiegespaltenes Verhältnis zu. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, S3 ist halt so irgendwie der Server, auf dem ich spiele, mit dem identifiziere ich mich, der ist halt, wie er ist. Und was ich mir da in Anführungszeichen erarbeitet habe, das ist halt meins so, ne? Das kann mir da niemand nehmen. Und bei einem Server-Merge würde halt im Endeffekt das Achievement so ein bisschen verwässert werden, halt logischerweise. Auf der anderen Seite, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wäre es vielleicht auch nicht schlecht, einfach mal wieder andere Leute, andere Gesichter, andere Konstellationen, mehr Gegner, mit denen man konkurrieren muss. Auf der anderen Seite kann das dann auch trotz allem schon wieder nicht 100%ig fair dann sein. Also es ist ein schwieriges Thema einfach, wie ich finde. Ja, also bist du noch so zwiegespalten, hast dich aber noch nicht ganz festgelegt. Oder also ich weiß, als das so Thema vor langer Zeit mal aufkam im offiziellen Forum, das ist auch schon wieder ewig her, da kann man mal sehen, wie lange da jetzt mit dem Thema rumgeeiert wird. Da weiß ich noch, da habe ich einen wutentbrannten, aber zivilisierten Post gemacht, von wegen, wenn Merges kommen, quitte ich oder irgendwie so in der Art. Oh, okay. Meinst du, das sagt dir heute noch jemand nach denn? Nein, da erinnert sich kein Schwein mehr dran, wenn ich das jetzt nicht erzählt hätte. Ja, gut. Ansonsten, weiß ich nicht, gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir hier noch nicht durchgegangen sind, der noch interessant wäre? Ich weiß es immer nicht. Ja, die Stadtwache ist natürlich bei dir auch auf 10 Mille.
hier hast du hier ein Favorite, worauf du gehst. Ich denke mal wahrscheinlich Kristalle und Gold, ne? Stimmt, Gold wäre noch interessant, denke ich mal, bei dir. Wie viel bekommst du da so? Weißt du wahrscheinlich. 3,5. Dann kriegst du, glaube ich, bei 5 350, ne? Millionen. Müsste es, glaube ich, sein. Viel, ja. Viel auf jeden Fall. Ich weiß auch Vor nicht. allem richtig nice, wenn halt das Event ist, dann geht's richtig ab. Ja. Da hatte ich tatsächlich letztens mal, meine Frau hatte da letztens mal, die spielt ja auch auf S3, die hatte da letztens mal zum Event einen 5er Gold Roll. Das ist die liebe Lynja. Ein bisschen abgerutscht mittlerweile auf Rang 20 aktuell. Ah, okay. Ja, cool. Coole Sache. Das ist schon. Ja, aber auch hier sehr, ne? Ja, also dass sie überhaupt noch spielt, grenzt an ein Wunder. Sie hat ein bisschen mehr die Motivation zwischendrin verloren gehabt als ich. Ja, aber trotzdem muss man auch dazu sagen, ist einfach, weil es halt auch so ein alter Account ist halt trotzdem sau stark so, ne? Ja. Also auch 605, das muss man erstmal schaffen. Das ist schon eine krasse Leistung, ne? Und ja, freut mich, dass ihr da hier auch zusammenspielt auf dem Server. Das ist natürlich, wenn man noch so einen Wegbegleiter hat hier noch zusammen, das macht dann natürlich noch mehr Spaß. Denn ja, ansonsten würde ich das Video an der Stelle erstmal soweit beenden. Wir sind hier jetzt auch schon eine knappe halbe Stunde hier mit dabei. Ne? Wir nehmen ja jetzt auch noch gleich dann für dich ein bisschen was auf. Und ja. Einen Punkt würde ich gerne noch eben anbringen. Ja, sehr gerne. Zum Thema internationale Hall of Fame und so weiter und reincashen und bla bla bla. Da muss ich ehrlich gesagt noch gestehen, es gibt da noch mehr Faktoren, die bei mir reingespielt haben, warum ich so krass abgerutscht bin, was weniger mit dem extremen, oder ja, was heißt extrem, aber mit dem Pay-Faktor zu tun hat, sondern eher mit einem Motivationsabfall meinerseits, wo ich und einfach rumdörpen und so weiter. Aber dazu werde ich persönlich dann höchstwahrscheinlich dann in Zukunft noch was bringen, wo ich da auf die Gründe nochmal genauer eingehe, wo man sich dann angucken kann, ja, warum das Ganze überhaupt und so. Ja, also hat definitiv sehr, sehr viele Gründe. Ja, für die Leute, die das dann auch noch interessiert, ne, wie gesagt, schaut bei dem guten Derafin vorbei. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier auch wieder auf YouTube durchstartest und generell mit Shakes and Fidget Content jetzt weitermachst. Ich beglückwünsche dich auch zum Speed-Server da natürlich auch, ne, dass du da auch seitens Players den auch spielen kannst, so wie du das möchtest. Ne? Das ist auch eine sehr coole Aktion auf jeden Fall. Und vielen Dank. Wer weiß, vielleicht passiert da noch in Zukunft einiges mehr. Ne? Mal schauen, was die Zukunft so für sich bereithält. Ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin hier auf deiner YouTube beziehungsweise auch auf deiner Twitch-Seite hier, ne? Und auch in Shakes and Fidget. Ne? Und würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Mein Gast hat das letzte Wort, so ist das immer. Und bedanke mich auf jeden Fall für das Video. Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte und das Allerwichtigste, bleibt alle schön gesund.